dieser Begriff Mitleid eigentlich, das brauchen wir nicht, dieser Begriff, hier besonders nicht. Ne? Die ersten 6 Monate war ich nach der Probe habe ich immer geweint einfach. Wie kann ich die Menschen erreichen? Nie kann ich nicht machen. Dann, ich kann ja jetzt aufhören oder sowas. Die Idee war bei mir und dann aber, ich habe nachgedacht, wie kann ich, es muss irgendwie irgendeine Methode geben einfach. Und die Methode war eigentlich, ich darf nicht Mitleid haben, einfach mitmachen. Und zuhören richtig, was für eine Wünsche sie haben, was für eine Spiele können sie mitmachen oder Freude haben. Dann hat das langsam funktioniert, ehrlich gesagt. Aber an diesem Moment, an dieser Stelle musste ich meine Perspektive wechseln. Nicht sie, eher ich musste Perspektive wechseln. Es gibt ein schönes Saying, das sagt, Diversität ist nicht erreicht, wenn eine Institution oder eine Theatergruppe oder was besonders bunt ist, sondern es misst sich daran, wie lange die Leute bleiben. Unsere Gruppe ist keine heterogene Gruppe. Nicht reine autistische Menschen, nicht reine Down-Syndrom-Menschen, eher von A bis Z, mit körperlich und geistige schwerbehinderten Menschen sind dabei, junge Erwachsene sind dabei und dann auch einfache lernbehinderten Menschen sind auch dabei. Das war auch eine große Herausforderung für uns. Wie kann man alle Menschen zusammen Spaß haben, zusammen motivieren und zusammen zu spielen. Ich habe angefangen mit dem Arbeit in Deutschland, als ich war immer noch im Heim, Asylheim. Das war ein paar Monate dauert, dass ich eine Gruppe gefunden, dass die machen Theater. Und das war alle meine Hoffnung. Das war was ich habe gedacht, oh mein Gott, das ist genau, was ich wollte machen und daran ich bleibe, bis ich finde, der Bühne oder wo noch mehr Menschen wollen mich zuhören. Ich habe in der Universität Film machen studiert, als Regisseurin. Und dann, weil ich wollte gerne was schreiben, das war auch ein großer Teil in mir, das Wunsch hatte zu schreiben. Ich habe Drama, Literatur weiter studiert. Ich konnte nicht mich ausdrücken in der Zeit, weil als Frau alle meine Gedanken und meine Beschäftigung war total gegen das Regime. Und ich durfte dann nicht ausdrücken oder schreiben und das war immer gezensurt, das richtige Wort vielleicht, und gestoppt geworden. Theaterarbeit im sozialen Bereich braucht viel Zeit, viel Sozialarbeit, so 50-50. Ne? Eine Hälfte muss man immer soziale Beziehungen gründen, das heißt, ich mache auch viel mit ihnen, mein Privatleben auch. Wir gehen auch zusammen ins Kino, Theater oder Essen. Und andere Hälfte ist ja auch unsere künstlerische Theaterarbeit. Gökyüzünde
gut ist im Amateurtheater, dass es weniger Sensoren gibt. Noch mehr offen, weil gibt keine Angst zum Verloren, viel verloren. Das ist schön im Amateurtheater. Und das macht Spaß mit den Menschen, das haben noch freien Kopf und offenes Gedanken von neue oder die anderen Menschen oder neue Aspekte, solche Dinge. Ich glaube, wegen Amateurtheater, wegen diesem Namen von Amateur, ist ein bisschen wieder getrennt von Totalgesellschaft. Dass die haben für sich weniger Platz von oder Bühne oder Tribun von Gesellschaft. Die haben nicht wie Profi. Und ich habe gemerkt, hier besonders Profi-Menschen haben so großen Platz. Kuschler, da ist nicht. Kuschler, Kuschler, da ist nicht. Kuschler, Kuschler, da ist nicht. Kuschler, da ist nicht. Kuschler, Kuschler, Kuschler. Für mich ist tatsächlich Empowerment, für mich ist der Oberbegriff immer gar nicht Selbstermächtigung, sondern gemeinsam. Aus der Vereinzelung, die ja Rassismus tatsächlich macht. Rassismus trennt Schwarz von Weiß, Deutsch von Nicht-Deutsch, tralala, aber trennt auch uns manchmal voneinander. Das kommt immer mehr, dass tatsächlich da, wo mehrere Menschen, die nicht weiß sind und oder nicht deutsch sind oder irgendwie sonst wie Rassismuserfahrungen machen, dass wenn es überhaupt davon mehrere gibt, in einem Verein, in einer Organisation, in einer Institution, gibt es immer mehr, dass es so Empowerment-Gruppen tatsächlich für diese Menschen gibt. Wir brauchen mehr Zeit und mehr Geduld. Und das ist wahrscheinlich nicht professionell, aber man muss diese Arbeit lieben. Bibidi, babidi, wup. Bibidi, babidi, wup. Ich habe angefangen mit dieses Jahr mit der Schule, mit den Kindern in Arge. Die Kinder haben mehr Unterdrückung in Gesellschaft, wegen der Sprache, wegen Familie, wegen Farbe und unterschiedliche Sachen, das gibt. Die suchen einen Weg zum Entlasten, zum Schreien, zum der Wut leer machen und in Gesellschaft kriegt keinen Platz davor. Ich denke, dass, wenn ich weiß das, als Betroffene, und ich arbeite so daran, okay, ich kann ein sicherer Platz für denen sein. Menschen mit verschiedenen Biografien, mit verschiedenen Blickwinkeln, mit verschiedenen Erfahrungen kommen zusammen, aber die Machtkritik heißt, die kommen nicht einfach nur so zusammen und die Machtverhältnisse bleiben bestehen, nämlich so, dass Mehrheitsangehörige den Ton angeben, sondern tatsächlich die Perspektiven von allen mitzudenken und mitzunehmen tatsächlich. Und das heißt wiederum, dass Leute, die eben in privilegierten Positionen sind, weiße Leute, Cis-Männer, was auch immer, dass die manchmal tatsächlich diesen Dreh brauchen zu verstehen, aha, wo bin ich eigentlich machtvoll? Und mit welchen Privilegien latsche ich durch mein Leben? Und wie muss ich dann sozusagen manchmal auch einen Schritt zurückgehen, um Leute, die neu dazukommen, die neu reinkommen, auch tatsächlich, damit die Raum haben?